Es geht weiter nach Delft. Blitzdingsaufbruch jetzt. Wir wollen noch möglichst früh die Eisenbahnbrücke erwischen, die nur alle halbe Stunde aufmacht. Weil die Tour nach Delft heute, die ist doch sehr lang. Wir haben jede Menge Brücken und vermutlich auch eine Schleuse. Vorne sind wir los, hinten sind wir los. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass er mir die Leiter nicht mitnimmt. Wir verlassen unseren wunderschönen Platz. Es hat uns hier sehr gut gefallen. Ja, vorne sind wir rum. Unser Motor hat mal wieder nicht anspringen wollen. Dann mussten wir noch mal kurz in den Motorraum. Aber mein Captain kriegt sowas immer wieder hin. Und jetzt kann unsere Reise weitergehen. Wir fahren an Leiden vorbei, dem Abzweig nach Katwijk, weiter den Kanal bis zur Schleuse in Leitschendamm. Dann geht es weiter am Abzweig nach Den Haag vorbei bis Delft. Dann um Delft rum bis zum Passantenhafen de Kolk in Delft. Wir waren schon mal mit dem Stahlboot in Delft, aber das ist 15 Jahre her und schon vergessen. Aber hier ist der Beweis. Die Fahrt beinhaltet eine Schleuse, 25 Brücken, wovon 21 für uns aufgemacht werden müssen. Haltet Bier und Chips bereit, es wird eine lange Fahrt. Gute Reise! Auf nach Delft. Zum Glück habe ich MacGyver immer bei mir. Ja, und jetzt werden das Malereien wieder ordnungsgemäß aufgeräumt. Nachdem wir wieder Motorprobleme hatten, sind wir jetzt 10 Minuten verspätet hier raus. Da ist immer noch ein Wackelkontakt in dem Kabelstrang, der zum Anlasser geht, wo das Anlasserrelais drin sitzt. Einmal dran gewackelt und dann geht's, aber ich weiß nicht, an welcher Stelle genau der Wackelkontakt ist. Hier ist nochmal der Park mit dem Pavillon. Da kommt uns einer entgegen. 12 km/h dürfen wir hier fahren, das ist ja schon mal eine Ansage, ist ja doppelt so viel wie die 6 in Haarlem. Hinten sehen wir schon das Ende der Landzunge, wo wir gleich rein müssen. Jetzt fahren wir über den See, über den See. Können wir 2 Maschinen fahren und dank GPS ist es auch gar kein Problem, den Ausgang aus dem See zu finden. Jetzt haben wir den Hauptkanal Richtung Leiden erreicht. Das erinnert mich hier da schon so ein bisschen an Friesland. Wir sind aber hier in Holland. Ich weiß gar nicht, ob wir schon die Grenze von Nord- zu Südholland überschritten haben. Ich glaube, Leiden gehört schon zu Südholland. Zu unserer rechten Seite, also vor Leiden, ein kleiner Yachthafen. Hier haben wir 2014 mit Peter gelegen, als wir das erste Mal hier die Strecke gefahren sind. Da haben wir mit der Maxima gelegen, ne? Dann sind wir gleich in Leiden. Kommt nach der Kurve, kommt die Brücke. Ja, 10 Jahre her. Hier passen wir doch durch, ne? Jürgen, passen wir hier durch? Wie ist die Höhe? Ich würde schon sagen, ja, ich mache einen Spargel rum. Okay, wir passen durch. Hier steht auch drüber 4,90. Das ist unsere Höhe. Die haben wir ja an der anderen Brücke auch geschafft. 4,90 Meter. Noch ein halber Meter. Ja, ja. 40 Zentimeter. Passt, Wackel und hat Luft. Ich habe jetzt mit der Brücke gesprochen. Ich mache die so 10, 15 Minuten auf. Für die 10 Minuten, bevor wir jetzt da rumdümpeln, Marina macht das jetzt über die Mittelleine so lange. Die leben ja auch sehr schön am Kanal. Ich vermute mal, dass wir wirklich durch alle Brücken jetzt durchgeschleust werden und wir eventuell sogar die Eisenbahnbrücke erreichen können, die um 11:04 Uhr öffnet. Und hier sind wir quasi im Zentrum von Leiden und direkt hier Steuerbord geht zum Passantenhafen von Leiden. Hier geht's nach Leiden rein. Da haben wir auch schon gelegen, mitten in der Stadt. Damals noch mit den B-Linern und den Eltern. Da habe ich auch ein intaktes Fahrrad aus dem Hafen gefischt. Backbord können wir auch fahren, da geht es dann nach Alphen und nach Gouda. War alles schon mal vor 10 Jahren abgefahren. Interessanterweise sieht man ein ganz anderes Leiden, wenn man von der Wasserseite kommt mit dem Boot, als wenn man wie wir gestern mit dem Bus gefahren sind. Mit dem Bus sieht man doch die normale Großstadt mit vielen Mietsblöcken, Bürohochhäusern. Da sieht man Universität und richtig viele junge Leute, richtig Betrieb. Und hier sieht man so schmale Häuser, Einfamilienhäuser, grün. Also das ist der totale Gegensatz. Heute haben wir wunderschönes Wetter. Die Sonne lacht den ganzen Tag. Nur die Temperaturen sind noch nicht so hoch, nur 15 Grad.
Die nächste Brücke ist auch schon auf Rot-Grün. Wir haben mal Glück, dass die uns jetzt hier nacheinander die Brücken automatisch schalten, ohne dass wir uns melden müssen. Das wäre natürlich super. Ich vermute das einfach mal, dass es so ist. An der Brücke ist noch ein alter Wasserturm. Die Schranken gehen schon zu. Und ab hier kommt noch ein Boot mit uns. So viel Häfen rechts und links. Dann fahr auch, Jung. Da traut sich nicht bei Rot-Grün. Von der anderen Seite kommen auch welche. Und wenn man hier wohnt, dann kann man das alles, das Spektakel, begutachten, wenn die Leute hier rein und raus fahren mit ihren Bötchen. Oh, jetzt müssen wir aber schnell machen, nicht, dass der Krankenwagen hier lang will. Oh, selbst der Krankenwagen muss jetzt warten, wegen uns. Frank kommt ganz schnell durch. Die Gegenseite hat rot und wird rot behalten, wahrscheinlich, weil der Krankenwagen durch muss. Da ein Blaulicht-Krankenwagen vorbei über die Brücke möchte, kann die Gegenseite nicht fahren. Und die nächste Brücke ist auch schon auf und er fährt endlich durch. Das klingt nach einem alten DAF-Motor. Da ist ja mal vor uns jetzt tatsächlich nur bei Grün durch die Brücken fährt. Das ist schon nervig. Rechts am Ufer ist ein Schild, da steht Wellenschlag vermeiden. Genau. Wir fahren auch nur mit einer Maschine ganz langsam. Die Brücke geht auf. Es ist rot, das bedeutet, dass die Gegenseite zuerst fahren kann. Ja, die Eisenbahnbrücke klappt seitlich weg. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir dann anschließend auch fahren dürfen. Der vor uns stellt sich genau in die Mitte und wir stellen uns hier ein bisschen seitlich, damit derjenige, der von der anderen Seite kommt, auch genügend Platz hat, um vorbeizukommen. Jetzt ist grün. Das klappt ja wunderbar. Das ist die Brücke für die Straße. Und das ist die Brücke für die Eisenbahn. Natürlich toll, wenn wir da alle noch durchgekommen sind. So, die nächste Brücke, Brücke geht auf. Aber da kommt ein Berufsschiff von vorne, das müssen wir auf jeden Fall vorbeilassen. Frank, Berufsschiff von vorne. Natürlich müssen wir das Berufsschiff zuerst durchlassen. Das Berufsschiff muss den vom Weiten sagen, dass er sich da wegmacht. Er stellt sich mitten vor die Brücke, obwohl ein Berufsschiff vorbeikommt. Wir haben jetzt schon grün, grün. Jetzt haben wir die letzte Brücke erstmal in Leiden geschafft. Und ein wunderschönes Häuschen am Kanal. Jetzt gehen wir an ihm vorbei. Das Fahren in Abgasen und auch die unorthodoxe Fahrweise machen keinen Spaß. Hier geht es jetzt nach Katwijk rein. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Den Haag. Du kannst anlegen und du kannst was trinken und essen. Ja. Ja, begrijp. Ach, die haben sogar ihr eigenes kleines Fußballfeld hier. Hier kann man ja wunderbar leben. Die Hohe die hat jetzt auf uns gewartet. Das ist schon mal gut, weil da war ein Dicker vor uns, der schon durch durfte. Und, aber
Gott sei Dank hat sie nicht mehr zugemacht. Ob der hinter uns da durchkommt, da bin ich mal gespannt. Nach der Brücke haben wir ein bisschen Zeit, da können wir was essen. Ja. Ich esse Toast Hawaii und Jürgen kriegt ganz normale Wurst. Wir wohnen am Kanal. Hier steht ein komplett neues Wohngebiet. Und wie es aussieht, gibt es auch entsprechende Kanäle in das Wohngebiet. Hier lässt sich schon gut leben. Jetzt fahren wir durch Leitschendamm. Hier ist auch eine Mühle in Betrieb. In Leitschendamm ist jetzt auch die Schleuse, wo wir durch müssen. Kan je nog een keer praten? Da stehen einige davor, die warten. Nog een keer in. Ich hoffe, die ist groß genug. Ist das jetzt eine Schleuse? Das sah so aus, als käme nur ein Boot hintereinander, aber vorne gibt es ein kleines Becken, wo man seitlich reinfahren kann. Der hinter uns kommt dann also auch noch mit. Und hier kann man natürlich wunderbar gucken. Der Blick hier ist vom Feinsten. Hier kann man schön rechts und links Kaffee trinken und dann zugucken, wie die Boote hier in die Schleuse reinfahren. Das ist natürlich Hafenkino, wie man so schön sagt. So, jetzt stehen wir hier in der Schleuse, direkt an der Kirche und natürlich auch an den ganzen Restaurants ringsrum. Wenn es wirklich eng auf eng geworden wäre, hätten wir noch zwischen die beiden Boote hier gehen können. Und dann hätten noch ein, zwei Boote mehr reingepasst. Die Schleuse wird da drüben noch von Hand bedient, inklusive Brücke. Brücke geht hoch. Wer fährt jetzt zuerst? Okay, dann fährst du zuerst. Frank fährt zuerst. So früh da durch die Schleuse so pünktlich zu sein und dann hat die nächste kleine Brücke doppelrot, die sind da irgendwie am Arbeiten. Jetzt gehen wir erstmal bei Frank und Claudia Inspection und schauen erstmal, was passiert. Ärgerlich. Gerade wo wir so eine lange Tour heute haben. Ah, rot-grün. Hey, was ist los? Liegt noch irgendwas fest? Das Heck, das Heck, das Heck. Da geht's nicht mehr. Was? Was? Das Bugstrahlruder geht nicht mehr beim Frank. Du bist vorne, ne? Ja, das ist doof. Der nächste kommt auf jeden Fall durch. Ja? Ja, 5,80 Meter kommen wir durch. Da muss ich aber die Sprache trotzdem runter machen. Sicherheitshalber, ja. Ja, diese Brücke passt wieder, da passen wir so durch. Und wieder eine Brücke. Das sind hier alles kleine, schmale Brücken. Ah, St. Martin. Das ist eine Insel in der Karibik und die Schule heißt so. Also mehr Fußgänger, also keine richtigen Verkehrsstraßen. Deshalb öffnen die doch sehr zügig. Aber die Brücke ist jetzt sehr schmal. Und es geht gleich weiter. Wir sehen hier schon Richtung Den Haag. Oh, die sind aber niedlich putzt. Die sind aber schon groß. Nächstes Ziel wäre dann schon dort rechts. Ja, wie rechts an dem hohen Baum, da liegt ein Stück Bolzenwasser, da muss er aufpassen. Okay, danke. Ah ja, ich sehe das Stück Holz in der Mitte. Naja. Gibt dem hinter uns mal ein Zeichen. Ja. Also, vielleicht dann freut er sich auch, dass wir in Mitte. Die nächste Brücke geht auch schon wieder auf. Läuft gut jetzt. Wir haben hier Den Haag erreicht.
Und hier ist wieder ein Restaurant, ein Café direkt an der Brücke. Und die Brücke geht auch direkt schon wieder für uns auf. Hier sogar ein Stromanschluss. Wenn man hier anhalten wollte, da gibt es auch Strom. Kleinen Vororte von Den Haag. Sehr schön. Autobahn- und Eisenbahnbrücke, wo wir natürlich drunter passen. Olde Tollbruck hat auch gleich geöffnet für uns. Also es geht doch zügig jetzt, aber es sind natürlich Unmengen Brücken und das hält ganz schön auf. Die sind auch sehr schmal, muss ich schon aufpassen beim Durchfahren. Gefühlt Brücke 25, auch schon geöffnet und es geht direkt weiter. Hier hängt ein Reifen, wo die Kinder Spaß haben, wahrscheinlich ins Wasser zu springen. Die Idee ist nicht schlecht. Die kleinste Brücke hier vor Den Haag. Wir haben wirklich ein super Wetter dieses Mal erwischt bei der Fahrt nach Delft. Und es öffnet auch schon wieder die nächste Brücke. Ach, das ist mehr oder weniger eine Fußgängerbrücke. Hier ist die chinesische Mauer. Hier würde Frank jetzt ein Chinesisch kriegen. Und da hinten ist ein Karussell. Das war die neue Tollbruck, aber optisch sieht die eher aus wie die alte Tollbruck. Und hier geht es rechts ab nach Den Haag rein. Da hinten kann man schon die Großstadt sehen. Und wir fahren aber geradeaus weiter. Richtung Delft. Da hinten hast du richtig die Hochhäuser gesehen schon. Okay. Von Den Haag. Riesen. Ja, jetzt kommt die Hornbruck und ja, hätten die besser mal 50 cm höher gebaut. Wie? Wie hoch ist die denn? 410. Ah, das will wenig. Schaffen wir nicht. Und du? Ja, wie immer, warten. Auf die Durchfahrt. Ah ja, die Bavaria, die passt gleich durch. Hat uns jetzt überholt. Der hinten ist auf. Was haben wir denn wieder vor uns? Ah, nee. Die Brücke geht schon auf. Das ist eine Brücke mit Zug und allem drum und dran. Wir machen schnell, damit sie die Brücke schnell wieder zumachen können. Eine doppelte Brücke. Das ist auf jeden Fall eine Eisenbahnbrücke. Jetzt hat uns der mit dem qualmenden Boot an der Brücke passiert, wie bei der Formel 1. Der Tankstopp ist jetzt genau vor uns raus. Die Brücke hat ein paar Sekunden zu spät geöffnet. Aber jetzt kommen wir an die nächste Brücke. Die Bavaria scheint da durchzupassen. Und das Boot vor uns bin ich mir nicht sicher. Na, ihr zwei Hübschen. Ja, es ist angenehm. Ich traue mich jetzt mal in die Sonne raus. Jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Du sollst vor. Und wieder haben wir eine Brücke hinter uns gelassen. Stylische Brücke, die zur Seite weggeht. Und die Anna hat Spaß. Genau, die Autobahnbrücke wird nicht extra geöffnet. Und dann ist das hier auf keinen Fall eine gestandene Mastroute. Unser Mietwagen ist auch schon mal vorgefahren. Ja, jetzt kommen wir nach Delft rein. Die beiden Boote, die mit uns gefahren sind, die haben wir jetzt passieren lassen müssen. Die nächste Brücke passt für die zwei. Wir müssen warten. Und da kommt noch so eine Brücke, da ist das genauso. Und wir hoffen mal, dass für uns auch noch ein Liegeplatz dann übrig bleibt. Wir haben unser Ziel bald erreicht. Jetzt wird die Brücke für uns auch noch geöffnet. Es ist eine Straßenbahnbrücke. Eine Bahn ist gerade vorbei und wir dürfen diese Brücke gleich passieren. Sie wird gerade geöffnet. Super. Die längste Zeit hat unsere Reise gedauert. Ich bin auch froh, wenn wir jetzt angekommen sind. Mein Fazit im Ganzen ist, die Brücken sind alle relativ schnell geöffnet worden. Unsere Fahrt war damit halt sehr schön. Die Landschaft hier unten ist traumhaft schön. Es gibt wunderschöne Ecken, viel Natur. Diese Fahrt hat mir gut gefallen.
Das ist wieder ärgerlich. Der hat uns jetzt so lange an der Brücke warten lassen, bis er aufgemacht hat. Und jetzt kommen wir 300 Meter zur nächsten Brücke und die geht vor uns zu. Hätte er die erste eine Minute früher aufgemacht, hätten wir uns hier auch noch durchgekonnt. Ja, es geht doch gleich weiter. Aber sie rennt aber noch ganz schnell rüber. Und schwuppdiwupp, schon geht sie wieder auf. Aha. Was auch immer das heißen mag. Jetzt sind wir alle wieder gemeinsam vor der Brücke. Die Brücke wartet auf uns und wir fahren dann alle gemeinsam durch. Ach, hier ist auch so ein kleines Wasserschloss. Ziemlich romantisch das Ganze hier. Da sind wieder schöne Häuschen am Wasser. Hier wird Trockenübungen gemacht, wird richtig trainiert. Super! 2009 war es anscheinend noch ein Beach Club. Ja, jetzt sind wir vor der letzten Brücke. Alle, die gefahren sind jetzt hier aufgereiht. Und wir zwei kommen jetzt als letztes. Und dann geht es in einer großen Schlange durch nach Delft. Und wenn die alle vor uns einen Liegeplatz wollen, dann fahren wir weiter, weil dann gibt es nichts. Also auch diese Brücke wird sofort wieder geöffnet. Wir können uns nicht beklagen. Danach, die Brücke wird ja wahrscheinlich dann auch sofort geöffnet, weil die müssen alle warten. Wird ein bisschen eng da drin. Jürgen, die Brücke ist aber noch nicht oben, ne? Jetzt geht die Brücke erst hoch. Langsam und vorsichtig rantasten. So, jetzt schauen wir doch mal, ob sie alle hier bleiben wollen oder ob einige davon weiterfahren. Wir werden sehen. Und schon sind wir gleich durch. Ja, ist auch schon wieder rot-grün. Alles steht davor und wartet. Ja, die Brücke geht auf und die ersten können durch. Danach wird es spannend. Hier ist das jetzt, wo wir anhalten wollten. Okay, dann schauen wir doch mal, ne? Wir werden sehen, was sich für uns bietet. So, das war jetzt die letzte Brücke. Wir haben eine Kolonne von mindestens 4 Booten vor uns und noch ein paar kleinere hinter uns. Und Delft sieht schon sehr voll aus. Wir haben Glück. Alle orientieren sich erstmal nach Steuerbord. Ich sehe auf der anderen Seite eine freie Stelle und in einem eleganten Bogen legen wir gleich an. Ja. Fährt er weg oder bleibt er da? Bleibt er liegen? Dann, okay. Also du bleibst. Wieder kannst du annehmen? Ja, meine lenkt schon. Liegen auf jeden Fall schon mal hinten und vorne. Die anderen kommen auch noch davor. Die 2 sind auch schon im Päckchen. Alles gut. Auf ein neues, Frank. Ja, genau. Ich habe auch schon drauf. Hast du schon noch Mist? Du bist zu spät. Musst du noch ein Stück? Ja, 20 cm noch. Jürgen, nach hinten noch. Wir haben den letzten Platz erwischt, sind im Päckchen gegangen. Ist voll geworden oder ist voll. Strom geht weiter hinten. Da kommt auch schon der Hafenmeister. Hat uns angenommen, sehr freundlich, eingewiesen. Perfekt. Willkommen-Geschenk. Herzlichen Dank. Willkommen in Delft. Schön. Okay, bedankt. Hast du? Danke mal. Bezahlen mit der AINET? Ja. Ja. Ich gehöre zum
Na, das mal. Hier geht es auch wieder mit der App. Das ist eigentlich super einfach, wenn man einmal registriert ist. 1 Minute, dann hat man den Liegeplatz reserviert und auch Strom bezahlt und den Strom aktiviert. Strom ist ganz schön weit, aber wir haben ein langes Kabel. Passt soeben. Und wir haben die 25304. Alle Stromanschlüsse haben eine Nummer und die lassen sich über die App innerhalb von Sekunden aktivieren. Ja, wir machen noch eine Sicherungsleine von einem Allein. Wedeln, Marina, wedeln. Ja. Ja. Vorsicht, die Schraube, die Schraube, die Schraube. Und die Sonne scheint. Ist zwar draußen ein bisschen frisch, aber sonst geht's. Gesehen, oh, das ist der Hafenmeister. Richtig. Und angerannt kam und gesagt, oh ja, weil ich das Schild gesehen habe hier. Und dann denke ich, oh Gott. Ja, eigentlich Und hat dann habe ich gedacht, dass der jetzt meint, dass er rücklegt. Genau so. so hatte ich es auch gedacht, dass der den noch 3 Meter rückwärts und dann passen wir hier locker rein. Auch gepasst. Wenn die beiden Boote, die jetzt hinter uns liegen, noch beide 2 Meter nach hinten gegangen wären, wäre da gar kein Problem gewesen. Ne? Ja, ja. Aber ich verstehe nicht, warum so manche einfach so riesen Abstände halten. Verstehe ich auch nicht. Aber wir sind da und trinken jetzt erstmal einen Anleger. Unser Anleger. Ich bin auch froh, dass wir jetzt hier sind. Ich auch. Ja, Und dass wir nicht noch weiterfahren mussten. ja, ja. Das Zum Wohl. zum Wohl. Prost, Captain. Prost. 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 Ja, wir sind hier wirklich willkommen geheißen worden. Ein Umschlag, willkommen in Delft, alles in Deutsch, mit Stadtplan, super Service hier. Genau. Mit allen Informationen, die man braucht. Hier kann man Bilder anschauen von Vermeer. Kann man den Code scannen mit dem Handy und das Handy dann hier reintun und dann gucken. Ja, cool. Wir stehen da drüben im Päckchen. Wir haben Glück, die Seite ist nicht so laut. Da ist mehr Fahrradstraße, wenig Autoverkehr. Auf der Seite ist dann doch relativ viel Straßenverkehr. Aber der Kolk ist jetzt voll. Ich bin mal gespannt, da kommt noch einer, ob der noch einen Platz irgendwo kriegt. Aber man könnte hier noch ins Päckchen gehen, so wie wir. Der sucht jetzt. Mal gespannt, wo der sich dran legt. Ja, ein Busbahnhof, schickes altes Gebäude und dahinter schickes neues Gebäude. Da hinten läuft eine Windmühle. Wir gucken jetzt mal, wo die Stadt ist. Ja, jetzt sind wir schon in der Nähe vom Zentrum. Hier gibt es schon mal ein schickes Gebäude. Und da ist dann die Kirche. Fressbuden, Restaurants, die an so einem Platz mal immer sind. Das Stadthaus Delft. Jetzt gehen wir erstmal Pause im Lunchcafé. Jetzt sitzen wir hier am Markt in einem niedlichen kleinen Café und essen Puffertjes. Ah, das sieht ja richtig lecker aus. Ein kleiner Snack für zwischendurch. Für solche Sachen ist ja Delft bekannt. Das Porzellan. Vom Markt in die Seitenstraße haben wir jetzt gedacht, hier wäre auch noch Geschäfte. Aber hier ist Kanal. Ein tolles Gildehaus. Und da geht es auch am Kanal weiter. Zentrum ist schon klein. Ein Döner King darf natürlich nicht fehlen. Hier in den Niederlanden wird viel geliefert. Hier ist alles etwas entspannter wie in Alkmaar. Aber die Fahrradfahrer, die fahren volle Pulle, das ist denen alles egal. Wenn man da nicht aufpasst, dann ist man platt. Ja, die großen Schuhe. Schöne Garten, aber der Hafen ist doch etwas weit weg von der Innenstadt. Interessantes Lokal hier am Wasser. Das ist eine coole Lounge-Ecke hier rechts. Ja. Hotel Arsenal. Und dann gleich schon wieder eine Hauptstraße. Mit der schönen Außenterrasse. Sogar Lutje gibt es hier. Das wäre unser Ausweich, wenn jetzt der Chinamann nicht funktioniert. Das ist unser Lokal für heute Abend. Litchi Chinese Restaurant. Und das ist vor allen Dingen direkt am Hafen. Ja, wir sind auch
nicht die einzigsten, haben einige reserviert. Wäre auch gut gewesen. Ja. Die Hauptstraße können wir hier, die ist schön unter Tunnel, beiden Seiten. Und schon sind wir am Hafen. Der Engländer aus Hameln liegt auch hier. Der Steg ist natürlich modern. Und hier liegen die Boote so, wie man liegen sollte. Wenn man irgendwo im Passantenhafen ist, dann sollte die Lücke zwischen den Booten klein sein. Nicht so wie bei uns da drüben. Wenn die zwei hinter uns Platz gemacht hätten, dann könnte da noch ein Schiff rein. Aber da verstehe ich auch den Hafenmeister nicht, dass der darauf achtet. Hier ist schön gefüllt. Wir gehen jetzt mal duschen und schauen uns mal an, was es hier so gibt. Das ist gar nicht weit. Wir laufen nicht ins Restaurant, sondern daneben. Oh, ein Gewölbe. Ja, ab in den Keller. Ja, das ist wirklich wie ein Keller. Wo geht's denn hier lang? Ah. Okay, Herren und Damen getrennt. Toilette. Dusche. Ah ja. Standard. Aber reicht. 2 Duschen, einfach aber gut. Sind im Preis drin, muss man nicht extra bezahlen. Und man verschwendet auch kein Wasser, weil es einen Druckknopf gibt, der sich immer wieder ausschaltet. Das läuft das nicht durch. Einfach, aber okay. War schon lustig. Über den Katakomben hier. Oh, der Laden ist jetzt voll geworden. Richtung Abend. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Teeranlagen sind auch nur knapp über 100 Meter weg von unserem Boot. Nur auf die Fahrradfahrer muss man achten. Die fahren dann glatt um. Der heute noch kam, hat sich jetzt da drüben hinlegen dürfen. Da gibt es zwar keinen Strom, aber wenn man es nicht braucht, liegt man da drüben natürlich auch gut. Über die Brücke kommt man auch ganz gut in die Stadt. Die ganze Kade hier für Passanten wäre ja noch ausbaufähig. Hier könnte man noch einiges mehr machen. Auch drüben die Seite wäre eigentlich super. Verstehe gar nicht, warum hier nur so wenig Gastliegeplätze sind. Ein kurzer Fußmarsch von unserem Boot hier drüben, hier zum Chinesen. Und der ist auch gut besucht. Ah, Marina und Claudia haben ja reserviert. Auf welchen Namen? Claudia oder Marina? Marina. Das ist Boot beobachten. Ja, klein. Ja. Kleine. Man sieht hier, dass es doch im Grunde einfach ist, aber es sind sehr viele Asiaten hier und das zeigt ja doch, dass es sehr authentisch ist. Then I have a really special shrimp today. Vorspeise, Dumplings. Marina Dumplings. hat besondere Dumplings. Olympia mit Hähnchen. Und Claudia hat jetzt die Riesengarnele. Boah. Das ist ja nicht nur Garnele, sondern ach nee, das ist jetzt irgendwie Das ist ausgenommen und dann frittiert. Und hier auch. Ah ja. Ist ja unfassbar groß. Ja. Soße ist gut scharf, Krabbe ist gut heiß. Brauchst du deinen Teller wieder? Keep on these. Ja. Ja, das ist immer eine Nummer. So. Ja. Mit den Knochen. Das ist ja mal eine richtige Hausnummer, ne? Ja. Aber das sieht auch sehr lecker aus. Ja. Einmal die Jakobsmuscheln. Lecker. Ja. Und da gibt es auch noch Pork dazu. Das ist ja mal eine Nummer, ja. Guten Appetit. Wie hat es euch geschmeckt? Hat uns sehr gut geschmeckt, aber im Internet wird er hier sehr gehypt als spezieller Chinese. Und das ist natürlich schon für uns gewöhnungsbedürftig. Wir haben schon eine andere chinesische Küche im Kopf, wenn man zum Chinesen geht. Aber auch das müssen wir mal ausprobieren. Aber schon sehr interessant. Im China-Restaurant, wo auch viele Asiaten essen gehen,
zeigt ja schon, dass es sehr authentisch ist. Das war es auch, war sehr speziell. Die Speisekarte war auch sehr speziell. Da waren Dinge drauf, die ich nie erwarten würde, die ich auch nicht essen würde. Ansonsten hat es gut geschmeckt. Es war sehr hochpreisig und da muss man sich natürlich überlegen, ob es das den Preis wert ist. Also wir würden jetzt beim nächsten Mal sicherlich ein anderes Lokal wählen. Aber wer mal was ausprobieren will, der sollte hier hingehen. Heute Abend haben wir hier einen Spiegel. Nach 22 Uhr fährt sogar noch ein Berufsschiff hier lang. Wir haben sogar einen Kinderspielplatz vorne drauf. Der muss jetzt scharf hier um die Kurve. Delft ist gar nicht so klein, wie wir gedacht haben. Hat immerhin 100.000 Einwohner. Der Hafen hier ist recht nett, aber hier wird doch einiges Potenzial verschwendet. Man könnte hier noch mehr was tun für die Schifffahrt, dass auch noch mehr Schiffe hier anlegen könnten. Wir sind etwas überrascht, dass die kleine schnucklige Stadt doch ein ganzes Stück weg ist vom Hafen. Man muss also ordentlich etwas laufen. Ansonsten hat es uns hier gut gefallen. Das Essen war gestern beim Chinesen außergewöhnlich. Ist direkt am Hafen, man muss nicht weit laufen. Aber es ist halt kein normaler Chinese. Gehen viele Einheimische essen. Ist sehr authentisch, aber doch gewöhnungsbedürftig und auch sehr hochpreisig. Aber es hat trotzdem geschmeckt. Irgendwann kommen wir sicherlich noch mal wieder und dann werden wir ein bisschen länger bleiben und uns die Stadt noch ein bisschen besser anschauen. Bis zum nächsten Vlog.